Nico, wir müssen ein Intro machen. Ich mag keine Intros. Intros sind komplett out. Wir machen keine Intros mehr. Ja, wir befinden uns in der SIP-Werkstatt, unschwer zu erkennen, Prüflabor, Schrägstrich. Und haben einen Roller auf dem Tisch. Und eigentlich kann ich überhaupt nichts dazu sagen, weil es mal wieder hieß, Nico, ich brauche da Hilfe, weil irgendjemand ausgefallen ist. Das stimmt überhaupt nicht. Ich sehe den Roller jetzt zum ersten Mal. Liebe Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um Tacho Carajo. Und zwar... Macho Carajo. Scheiße. Macho Carajo steht an, wir wollen noch einen Roller bauen. Den haben wir extra dafür gekauft auf dem Markt in Italien. Das Video dazu seht ihr hier irgendwo verlinkt. Und wir fangen mit dem ersten Schritt natürlich an. Wir bauen den Roller auseinander, denn wir haben schon einen Masterplan gemacht. Und zwar soll dieser Look so erhalten bleiben. Wir wollen aber technisch alles richtig schön machen. Andere Gabel rein und als Motor kommt der EGIC 170 oder 180 Motor rein. Den hat EGIC persönlich hier bei uns gebaut. Und der wird dann reingebaut, andere Gabel, alles technisch schön und dann kann Macho Carajo kommen. Anfangen tun wir mit Auseinanderbauen. Ja. Können wir den jetzt einfach auseinanderreißen, oder? Ja. Der Lenker ist auch ausgebrochen. Die Katze im Sack hast du da gekauft, Jesko. Also, läuft. Lieber? Was ist das? Keine Ahnung. Was ist das rausgezogen? Das war jetzt in der Lenksäule drin. In der Lenksäule. Was zum Teufel ist das? Das ist ein Lambretta Benzinhahnhebel. Reserve Benzinhahnhebel. Schau. Falls man mal einen braucht. Schau. Okay. Oh Mann. Nico, riech mal. Das ist schon über Marzipan hinaus, oder? Über Marzipan. Kennst du das nicht? Alter Sprit, der riecht nach Marzipan? Warum? Metallteile. Jesko, halt! Nein! Rahmen. Der hat ja sogar eine Startnummer. Du weißt ja, welcher berühmte Rennfahrer die 34 hat? Jesko wird wahrscheinlich sagen, wenn ihr das wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Ich persönlich würde sagen, hey, schreibt es einfach nicht in die Kommentare, ich muss das ganze Zeugs auch noch beantworten. Und ich muss die ganzen Mails beantworten und die Fragen, die ihr bei den Produkten unten runtersetzt. Ja, das bin alles ich bin das. Mich gibt's echt. Verdammt. Das ist eine Schnecke. Das ist kein Witz. Hier. Das sind einige Kostbarkeiten der italienischen Fauna. Lieber zum Motor, oder war sie auch vorher? Na gut. Ich glaube, die Schrauben vom Hauptständer, das ist... Meinst du? Ich glaube nicht, das klappt. Ich glaube, das wird was. Mit dem Schlagschrauber geht alles. Ja. Wenn wir das einfach nur schweißen, das lassen wir drin. Das werde ich ihm aber sagen. Ich habe ja eigentlich überhaupt nichts zu sagen. Ich fahre ja gar nicht mit. Ich auch nicht. Wer fährt den Roller eigentlich dann? Der Lehrling. Ruben oder Dingens, ne? Elvis. Ja. Warum sind die nicht hier und schrauben dran? Die dürfen, das auch wir machen das Coole und die dürfen dann die nervigen Sachen machen. Ich könnte jetzt fies sein und sagen, die haben einen Vierteiler gekriegt oder einen Dreiteiler für das Mofa-Video. Wir wissen ja, wie es geendet ist. Vielleicht, dass das Ding halt auch an den Start kommt. Ich sag's aber nicht. Nein, das wäre auch gemeint, finde ich. Man soll die auch nicht demotivieren. Eigentlich regst du dich immer auf bei solchen Kommentaren ab. Ja. Ich glaube, einer von denen kann hier den Russenbock fahren und der andere kann das Ding hier fahren. Aber ich glaube, das hier wird, also das Russending ist ja zum Fahren eigentlich schon ziemlich geil. Ja. Muss man halt nur in der offenen Klasse fahren und mit dem hier muss man dann woanders. Top Gun fährt den in der offenen Klasse. Den hier? Nee, den fährt Elvis, oder? Den fährt Elvis, okay. Aber die fahren ja auch noch Mofa, aber okay, die können ja natürlich auch mehrere Klassen. Das Mofa fährt ja eh nicht bis dahin. Was mit... Lass uns noch abreißen. Müssen wir noch irgendwas rausreißen? Wir können den ganzen Mist, der da drin rumflackt, den können wir rausholen, die ganzen Kabel und so, oder? Achso, Nico, weißt du, was wir auch noch machen müssen? Wir müssen den Kotflügel abreißen und wir müssen den Lenker zerlegen. Weil der ist ja soweit erstmal recht.
brauchen doch nur einen Kotflügel. Achso, du willst an die Schraube dran kommen. Majestätisch. Das Schlimme ist, ich kenne echt so ein paar Leichenfledderer, die das kaufen würden. Ne? So, ich hoffe, das war alles ein One-Take und der ganze Scheiß ist drin. Wir haben den Roller zerlegt. Als nächstes geht er zum Attenberger. Servus. Jesko. Moin. Grüß dich. Ich habe unseren Pflegefall vom italienischen Markt dabei. Ah. Hast du Lust, dir das Ding anzuschauen? Ja, schauen wir uns an, klar. Okay. So, pass auf das Ding. So. Das ist die Perle. Die Perle. Ja. Also du siehst, viel Arbeit ist nicht. Ja, kaum. Wir wollen den Look beibehalten. Das soll alt aussehen, das soll verbraucht aussehen. Und ich finde ja, dass es eine halbwegs schöne Patina hat. Ich finde den Look ganz lustig. Also wollen wir den gerne beibehalten. Das Ding soll aber technisch wieder natürlich top sein, wenn man damit auf die Rennstrecke will. Ne? Also Ja, auch wenn es so die brauchen wir Cross-Rennstrecke ist, aber muss stabil schon sein. einen halbwegs stabilen Rahmen, ja. Den Tritt unten müssen wir auf jeden Fall neu machen. Ja. Dann schmeißen wir die ganzen Risse zu. Hier wird schön Draht, um das alles schön stabil zu machen. Verbindung steifer ein bisschen. Sollen wir hinten auch einen Draht reinmachen um die Backen rum? Das ist eine sehr gute Idee, finde ich. Ja. Gut wäre es nicht wahrscheinlich. Ja, das ist super. Okay. Nee, machen wir. Legen wir los. Legen wir los. So, die Teile sind jetzt vom Attenberger wieder zurück. Ich versuche das nochmal flüssig, okay? Bitte. Der Rahmen ist jetzt vom Attenberger zurück und ich finde, der hat ganze Arbeit geleistet. Und wir gucken jetzt uns mal ein bisschen an, was wir haben und machen einen Plan, wie wir weiter vorgehen. Da ich das alles nicht alleine kann, weil ich keine Lust habe, ist Elvis dabei. Denn Elvis hat ja schon mit E-Gig einen Motor gebaut und den schmeißen wir später hier rein. Richtig. Okay, aber erstmal das Wichtigste, der Rahmen ist zurück und ich wollte ja gerne diesen alten Look erhalten mit der Patina, aber dass es technisch wieder okay ist. Und da hat er unfassbare Arbeit geleistet, weil vorher war ja das Trittbrett hier genietet in verschiedenen Stücken. Jetzt ist das ein neues Trittbrett, aber man sieht gar nicht den Unterschied. Die Risse hier in der Seite sind weg, dann hat er zusätzlich noch hier diesen Draht in die Sickel geschweißt. Und ein kleines Ding hat er auch noch gemacht. Wir fahren hier später eine PK-Gabel. Da hat er den Kotflügel, ne, der hat ja erst gar keine Befestigung mehr gehabt. Den hat er auf die PK-Gabel angepasst und hat ein bisschen mit dem Hammer drauf gehauen, dass hier der Stoßdämpfer reinpasst. Vielen Dank an Sebastian Attenberger. Ich bin total begeistert. Das Ding sieht im Prinzip aus wie vorher, nur in gut. Was natürlich noch übrig bleibt, ist das Fahrwerk. Und dann dachten wir uns, nehmen wir unsere schönen neuen Komponenten, aber alles schlicht in schwarz. Zuerst der PK-Stoßdämpfer für vorne, für hinten natürlich auch. Dann haben wir noch ein besonderes Style-Feature, das war die Idee von Elvis. Ja. Es gibt ja von VMC eine Bremstrommel für eine Scheibenbremse im Look einer V50. Genug aufgezählt, ich glaube, es wird Zeit, dass wir anfangen. Jawohl. Kannst du schon mal anfangen, die Züge ins Chassis zu schmeißen? Ich probiere es mal. Sehr gut, dann bis gleich. Mal schauen, was der Jesko da Schönes für uns zusammen kommissioniert hat. Das ist einfach die Aufgabe, wo man am meisten Bock drauf hat, am ganzen Roller restaurieren. Ich packe erstmal alles aus. Wow, wow, wow. Hey, what up, say? Let me just talk one time. Wow. Wow. Can't make a promise, but I do my best.
25 sitting on 25. Wir konservieren jetzt erstmal den ganzen Roller, weil der ja doch ziemlich viele offene, blanke Stellen hat. Einmal von innen, da nehmen wir das gute Fluidfilm her. Das ist gut für von innen Korrosionsschützen. Aber das trägt relativ dick auf, also da bildet sich so eine Fettschicht und deswegen nehmen wir für außen noch das gute Overtrol. So, Pause, trocknen lassen. Prost. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. So, dann fange ich jetzt halt mal mit dem hinteren Lager von dem Radnabenadapter an. Ich baue das jetzt ein. Oh. That text from way downtown, but this shit's still wet. Oh, was für ein Zufall. Super, das ging ja ganz easy, das einzubauen. So, dann kommt das Lager rein. Das lege ich jetzt halt erstmal drauf. Schaue ich mal, ob ich es mit der Faust einfach reinbringe. Hä? Wie bist denn du jetzt darüber gekommen? Was? Ich bin ja nicht hier jetzt hingekommen. Wie? Was? I just wanna have fun, turn around now, turn around now. I just wanna have fun, turn around now, turn around now. I just wanna I wanna turn around, dance. I just wanna I wanna around. Jetzt packen wir hier noch den Motor rüber. Da ist er ja schon, der Jesko. Du musst vorher rein. Ja, aber der Motor schadet schon mal nicht, wenn der da schon mal in der Nähe ist zumindest. Und jetzt haben wir uns noch überlegt, wir hätten ja auch gerne eine zuverlässige Geschwindigkeitsanzeige, die unabhängig davon ist, welchen Reifen wir gerade auf diesen Dingern haben, also dass man es nie umstellen muss und so weiter. Also haben wir diesen GPS-Sensor geholt. Diesen GPS-Sensor kann man an unsere SIP-Tachos anschließen, anstatt eines digitalen Magnetsensors. Das Interessante an dieser Aufgabe ist, dass Elvis und ich noch nie mit dem Teil rumgemacht haben und keine Ahnung haben, was wir jetzt tun. Und damit machen wir jetzt weiter. Please follow the step-by-step instructions for proper installation. Sprachenlernen Bubble. Jetzt kommt nämlich die echte Hochzeit. Da rein. Wo kommt denn der Schmarrn da durch eigentlich? Turn around, dance. I just wanna turn around, dance. So. Perfekt. Jetzt ist wenigstens der Lenker noch drauf. Jetzt heißt es dann noch anschließen alles. Kabel, Seilzüge, Bremse. Und dann haben wir eigentlich einen fertigen Rennroller. Action. Ich dachte, du filmst die ganze Zeit. Ich hab kurz Pause gemacht. Okay. Ja, jetzt wird es wieder langweilig. Jetzt darf ich weiterschrauben. Jetzt ist der ganze Spaß vorbei. Guten Tag. Mach nicht so dumm. Okay, schade. Schauen wir mal, ob er läuft. Wir haben keinen Auspuff dran. Das wäre schlecht jetzt. Warte kurz. Da fehlt noch was. Irgendwann später. So, also nachdem wir ja das letzte Mal aufgrund mysteriöser Umstände leichte Startprobleme haben, haben wir jetzt das Problem gefunden, glaube ich. Und es kann nicht daran liegen, dass ich vielleicht ein Tuch im Ansaugtrakt liegen habe lassen. Genau, und in dem Zug ändere ich jetzt halt aber noch mal kurz unser Gasseilzug-Setup. Und dann schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Vielleicht könnte es ja klappen, aber ich habe heute mein Motivations-T-Shirt hier angezogen, mein Glücksbringer-T-Shirt zu dem Motor. Auf geht's, oder?
Geil. Das könnte die letzte Schraube sein, die ich in diesen Drecksbock reindrehe. Juhu. Ich finde es schon geil aus, oder? Könnte schlimmer aussehen. Alter, die Sitzbank hat schon komplett zerlegt. Sehr gut. Was geht denn da ab? Oh, die geht ab wie Schmitz Katze. Also sie läuft echt richtig gut. Der Motor läuft top. Die Übersetzung ist auch super. Ich glaube, damit haben wir sehr, sehr gute Chancen auf zumindest einen guten Abschnitt in dem Rennen. Vielleicht sogar einen Sieg. Am 29. Juni ist hier der Termin. Ne, Juli, gell? Juli, also nächsten Monat ist hier der Termin. Wir sehen uns dann am Rennen, hoffe ich. See you then.